fantastisch hier, ne? Oh Mann, ey! Oh, ho, ho. Ja, ja, auch das ist hier Albanien, ne? Oh Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Mit ärmellos und alle Lüftungen offen gewesen und ich habe trotzdem noch geschwitzt und da ist ein Kind gefahren. Da ist ein Kind gefahren. Und hier schon neue Straße und gleich mal weggespült. Oh, shit. Moin liebe Freunde des gepflegten Offroad- und Reisesports mit dem Motorrad. Heute ist mal wieder Samstag und wir sind unterwegs auf den Einstieg in den TED Sektion 5 in Albanien. Wir haben gerade schon 70 Kilometer asphaltiert hinter uns und sind gerade auf den letzten 20 Kilometern, bevor wir dann auf den TED fahren. Vorher geht es ja noch mal tanken, nachdem es ja bei der letzten Exkursion so ein bisschen knapp wurde mit dem Sprit. Ihr wisst ja, ne? Haben wir zum Glück Reserve dabei gehabt in einem Fläschchen, mit dem ich es dann auch noch nach Hause geschafft habe. Aber dieses Mal nicht. Dieses Mal sollte ich nicht die Reserve anbrechen müssen. Die Strecke ist insgesamt Offroad, also die TED-Sektion 120 Pi mal Daumen Kilometer. Und ja, heute ist ziemlich windig. Also ich fahre hier gerade nur 90 und habe trotzdem ordentlich Gegenwind. Hört sich an wie 150. Das sollte aber dann nachher auf den Offroad-Pisten, Trails eher weniger von Bedeutung sein. Nur gerade so auf der Autobahnfahrt, ja, so ohne Windschutz mit einer Dualsport Enduro ist das natürlich nicht so geil. Ich hoffe, dass bald die Teile ausgeliefert werden, die ich schon bei Adventure Specs bestellt habe, um hier vorne zumindest so einen minimalen Windschutz einzubauen, damit wir hier ein bisschen angenehmer auch mal die schnelleren Nationalstraßen oder Autobahnetappen abspulen können. Ja, heute geht es hoch bis auf 1750 Meter. Bin mal gespannt, wie es aussieht mit dem Restschnee. Ob noch was da ist. Matschig wird es auf jeden Fall. Aber ja, wir sehen uns gleich wieder. Ja, also hier in Albanien ist eine Anreise jeweils auch immer schon spektakulär. Obwohl wir hier schon wieder auf einer neuen Autobahn sind, aber Panorama ist schon geil. Mittlerweile jetzt auf dem TED gelandet, Sektion 5. Und schrauben uns jetzt hier so langsam in die Höhe. Zum Tannoch auf 430 Meter. Heute ist ein bisschen windiger, wie schon erwähnt, aber macht nichts. Weiter oben dürfte es dann ein bisschen frischer werden. Wir haben auch noch eine zweite schöne Schicht dabei, die wir uns noch umziehen können. Und ansonsten, ja, geht es jetzt ans Genießen.
Ich fahre heute mal mit einem etwas erhöhten Luftdruck. Vorne 2, hinten 2,3 war, sonst bin ich vorne 1,7, 1,8 gefahren, hinten 2. Ich gucke jetzt mal, wie es ist, aber es fühlt sich schon ein bisschen härter an. Weshalb ich noch nicht weiß, ob ich das so lasse. Eventuell lasse ich da später mal noch ein bisschen was raus und gehe wieder runter. Das ist halt immer so eine Probieren-Sache, ne? Was fühlt sich gut an für einen? Und was kann man, mit was will man? Ne, ich meine, ein bisschen erhöhten Luftdruck gibt natürlich ein bisschen mehr Pannensicherheit. Ne? Aber dafür halt auch, ist auch ein bisschen weniger Grip angesagt. Und ich finde, es ist immer schön, da so einen guten Kompromiss zu finden zwischen beiden. Ne? Also, dass man jetzt nicht diese Snakebites bekommt. Das sind so die typische, das passiert dann, wenn der einen Stein durchschlägt und dann praktisch der Schlauch zwischen Reifen und Felge eingequetscht wird und dann gibt es da so einen Riss drin und dann geht halt Luft raus, das ist scheiße. Aber wir wollen halt natürlich auch ein gutes Gripniveau haben. Ne? Mittlerweile hier auf 1000 Meter hochgeschraubt. Ne, die Baumgrenze ist erreicht und es ist auch hier wieder wirklich schön zu fahren. Stellenweise haben wir so ein paar Tennisballgroße Steinsbrocken, die mir so ein bisschen ab und zu das Leben schwer machen. Aber so eine wirkliche Herausforderung ist es nicht. Alles noch im Rahmen.
Stellenweise sieht man, dass es hier auch mal ein bisschen geregnet hat noch. Wahrscheinlich noch von vorgestern. Ja, hier sind auch ganz schöne dicke Gesteinsbrocken hier mal runtergekullert, hey. Meine Herren. Da will man auch nicht gerade entlang fahren, wenn so ein Ding hier runterkommt. Ja, hier ist mal wieder Gerölli angesagt. Ja, perfektes Wetter eigentlich. Temperatur 16 Grad, 17 Grad Sonne. Bisschen zu viel Wind für meinen Geschmack, aber also man kommt hier auf gar keinen Fall ins Schwitzen. Das ist so toll. 2. Mai. Fantastisch hier, ne? Ja, was für ein Privileg, hier fahren zu können. Das ist unglaublich. Wirklich so schön. Schraubt sich ja einfach immer weiter hoch.
Ja, da denkt man, da ist man irgendwie groß Offroad unterwegs und dann trifft man dann doch noch jemand anderes. So, mal schauen, ob er mich vorbeilässt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, bei den Hunden weiß ich auch nie. Also bisher hat mich noch keiner gebissen oder irgendwie nach mir geschnappt. Aber es ist natürlich schon so eine etwas bedrohlichere Situation, ne? Weil man neigt dann dazu, viel Gas zu geben, um zu flüchten. Aber das ist hier am Berg natürlich, ja, kann diese Panik, die man da manchmal bekommen könnte, nicht so gut sein, weil man halt, wenn man dann einen Fahrfehler macht und viel zu schnell ist und dann hier irgendwie einen Abhang runtersegelt. Und das wollen wir natürlich nicht. Ei, ei, ei. Ja, 1300 Meter. Und hier oben wohnt erstmal einer. Schöne Kirche noch da oben. Kleine Kapelle. Ja. Jetzt sind wir auf dem Hochplateau. Wow. Alter Schwede, da muss ich ein Foto machen. Das sieht ja mal mega aus. Uiuiui, da ist aber noch richtig Schnee da hinten drauf, ey. Ja, Wahnsinn.
Ja, mal schauen, ob wir nicht da hinten auch noch durch den Schnee müssen. Wir sind im Moment schon auf 1300 Meter. Die höchste Stelle hier ist 1700. Auweia. Naja, wir werden sehen.
Ja Leute, jetzt geht's hier wieder runter vom Hochplateau. Gerade eben habe ich noch ein kleines Schneefeld gehabt. Nicht auf der Straße, aber in so einer schattigen Seite. Also es ist trotz beziehungsweise 2. Mai noch wirklich, wirklich frisch hier auf dem Berg. Es ist sehr früh noch. Aber es geht. Zumindest bis jetzt. Mal gespannt, wo wir jetzt hier unten rauskommen. Irgendwo in der Nähe sollte hier auch eine Kupfermine beziehungsweise eine Eisenmine sein. Mal gespannt, ob wir da noch dann vorbeikommen. Aber das ist ja ganz schön steil hierher. Meine Herren. Und den fehlenden Spuren zu urteilen, nach auch nicht so oft befahren. Also ein Geländewagen, ja, aber brauchst einen guten Geländewagen. Also mit ihren albanischen Mercedes kommen die hier wahrscheinlich nicht mehr hoch. Ja, bei so langsamen Sektionen ist dann halt auch immer so die Linie gefragt, ne? Richtige Linienwahl. Motorbremse natürlich. Hinten und vorne bremsen, wobei bergab benutze ich die Hinterradbremse kaum. Die wirkt ja kaum was. Da schlittert man dann nur, das bringt Instabilität ins Motorrad. Also sanft vorne bremsen geht hier besser. Boah, da oben war ganz schön frisch. Ey. Ich habe eben meine Jacke, die Lüftungsschlitze noch zugemacht. Also letzte Woche bin ich noch mit ärmellos und alle Lüftungen offen gewesen und ich habe trotzdem noch geschwitzt und es hat echt abgekühlt jetzt hier. Also, hast du die Scheißlinie gewählt? Ja, geht's nicht anders. Ja, also hier mit der Afrika-Twin mit der Tausender, nee. Oh, das wäre so anstrengend, ne? Mit der Susi hier. Die macht das easy. Klar, so ein bisschen fahren können sollte man schon, ne?
Jetzt hat es mich gelegt. Ja, auch das passiert. Erstes Mal. Schön leicht. Ab. Oh, ja, scheint der Sturzbügel gute Dienst geleistet zu haben, ne? Ja, man kann auch schön sehen, da hat der Stützbügel hier dann doch funktioniert und mir wahrscheinlich den Lüfter gerettet. Und hier oben die klappbaren Spiegel haben auch gut funktioniert. Na, die haben dann die Lenkarmatur nicht mitgerissen. Und hier die Stützbügel auch super. Den Downhill-Part, wo es mich auch mal schön auf die Fresse gelegt hat, bin ich wieder am Start. Maschine ist auch angesprungen. Naja, erstmal stand da irgendwas mit TP, Tip-Over. TO, Entschuldigung, stand da sowas wie Tip-Over. Dann musste man einmal, also dreimal Schlüssel, also Zündung aus, wieder ein, Zündung aus, wieder ein, Zündung aus, wieder ein. Und dann neutral einlegen und dann ist die Karre auch wieder gestartet. Das sollte man aber wissen. Ne? Ja, mir geht's gut. War ja so eine Judo-Rolle, die ich da hingelegt habe hier. Ja, da ist man auf einmal wieder wach. Aber gerade eben war auch echt Downhill, ey. Also, boah. Das war hier auch schon mit der Susi irgendwie, ja, nicht mehr wirklich spaßig. Ich will mir das nicht vorstellen mit so einer großen GS oder selbst mit der 900er, ja, Adventure Bike. Ist doch alles scheiße. Ja, das war selbst mit der Susi hier schon grenzwertig, was Spaß anging. Hat man ja gesehen. Na, ich habe hier ein bisschen Gras weggemacht, dass ich zwischen Crashbar und Lüfter einen Kühler eingefangen hatte. Handguard wieder, den Spiegel wieder richtig hingebogen und dann geht es jetzt hier weiter. Das ist das Schöne, ne? Weil vor allem die Karre auch aufheben, die war schwer genug. Also so, ne? Wenn, je nachdem welchen Winkel die auch ist. Aber ne, die Afrika Twin, boah, nee. Hör auf, ey. Hab's ja gesehen auf dem Video. Hier kann man schön hinten rumziehen, heben und los geht's.
muss auch ehrlich sagen, ich habe da hinten den Rucksack so dran geschnallt mit ein paar Rockstraps. Also das stört mich beim Fahren. Ja, gerade wenn es hier so richtig krass runtergeht oder mal hochgeht, dann arbeitet man doch mal schon ein bisschen mit dem Körper. Und ja, da komme ich halt ganz oft mit meinem Arsch hier an den Rucksack. Das ist nicht gut. Ich will überlegen, wie ich das löse, ob ich nicht doch einen kleinen Rucksack aufziehe. Weil wenn man so richtig hart hier Offroad fährt, dann möchte ich mich bewegen können auf dem Bike, auf dem Moped. Ja, hallo zurück, liebe Freunde des gepflegten Offroad-Reisens. Ich bin jetzt gerade nach dem Mittagessen hier in den Jura-Nationalpark reingefahren, auch Teil von dem Sektion 5. Aber ich bin schon wieder umgekehrt. Und zwar aus folgendem Grund. Und zwar ist mir aufgefallen, dass jetzt schon 3 Uhr ist nach Mittagessen und der Weg hier im Nationalpark, wie ihr seht, nicht gerade easy passabel ist. Es geht auch bis zu fast 1800 Meter hoch, was auch nur mit Eisschneefeldern zu rechnen ist. Und selbst wenn ich das dann die 30 Kilometer bis zum nächsten Ausstieg aus dem Fett schaffe, ist es dann schon recht spät und ich möchte nicht im Dunkeln zurückfahren. Deshalb mache ich jetzt die Tour. Ich habe ja jetzt ein Drittel ungefähr geschafft vom Sektion 5 und gehe jetzt hier auf die 2-stündige Heimfahrt durch die etwas befestigtere Piste Richtung Tirana und behalte mir den Abschnitt des Sektion 5 durch den Jura Nationalpark dann für einen anderen Samstag vor, an dem ich dann versuche, so ein bisschen früher hier anzukommen. Kann man auch recht gut, um dann durch den Abschnitt hier zu beenden. Glaube ich, dann mit dem Abschnitt 6 aufgemacht. Das ist ja das Schöne, wenn man hier wohnt. Man muss hier nichts auf Zwang irgendwie machen und dann hier im Dunkeln rumrennen. Und es war ja heute auch schon eine schöne und ereignisreiche Fahrtag. Ne? Hier. Manchmal hier auch an Traunsteig fahren hält. Das mein Traunsteig irgendwie so 15 Kilo wiegt. Ach, hier halt 150, ne? Aber ja, also hier muss ich mal drauf kommen. Also jetzt bestimmt nur 10 Grad gerade, hier auf 1000 Metern, obwohl die Sonne scheint. Aber nicht so frisch.
Wir sind schon wieder im Kurven-Eldorado. Nagelneuer Asphalt hier. Oh ja, guck mal da oben. Boah. Da wären wir jetzt reingefahren heute. Jetzt, wenn ich nicht umgekehrt hätte. Boah, da liegt aber noch ordentlich Schnee, hey, meine Herren. Ne, da hätten wir auf jeden Fall noch Schnee gehabt. Uiuiui. Ah, das sieht ja traumhaft aus hier, ne? Gibt's ja gar nicht. Da muss ich ein Foto machen. Fotos noch gemacht, weil das ist ja schon... Also, boah. Guckt euch das mal an hier. Wahnsinn. Das ist echt schön. Lora Nationalpark da hinten drin. Ja. Nächstes Mal. Jetzt wird erstmal noch ein bisschen hier auf dem Asphalti geheizt. Der scheint nagelneu zu sein. Der riecht sogar noch ein bisschen frisch. Also ich sage euch was und ihr werdet lachen, aber wir sind ja auf 1300 Meter. Und man merkt hier, dass die Karre weniger Durchzug hat als weiter unten. Gut, es geht auch bergauf, ziemlich steil, aber trotzdem. So der Punch fehlt hier so ein bisschen, ja. Ah, wow. Man sieht das hier bei Google Maps, die hat die neue Straße hier noch gar nicht. Ah, das ist ja ein Traum. Wow. Ja, das ist ja echt der Hammer hier. Ihr werdet lachen, ich habe auch mittlerweile meine Downweste angezogen. Weil es mir so ein bisschen zu frisch wurde. Weht echt ein eisiger Wind. Man hört das wahrscheinlich auch so ein bisschen. Durch diese Pfeifgeräusche vom Wind, das ist ja brutal. Mir friert so ein bisschen schon fast hier die Schnute ab. Oh ja. Ja, guck mal hier. Wahnsinn. Das ist ja wirklich toll. Oh, so ganz krasse Farben hier. Ja, man sieht hier noch die
Baugeländer, die sind ja fleißig noch am Bauen von der Straße. Das ist alles nagelneu gemacht, super. Also was für eine Traumpanorama hier. Oh Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Was für eine Pornostraße hier. Oh. Ja, geht's denn noch? Also, das ist ja der Wahnsinn. Oh Mann, ey. Oh. Das gibt's doch nicht. Gänsehaut. Was für Straßen. Ich fasse es nicht. Brutal. Ich hoffe, das Ding nimmt auf hier, ja? Das kannst ja keinem erzählen, Mann. Boah. Ach, Albanien, du Perle. Mir kommen fast die Tränen. Boah. Ein bisschen aufpassen mit den Steinchen. Uiuiui. Keine Markierung. Ihr müsst auch nicht geradeaus fahren. Ja, guckt euch das mal an hier. Das ist ja pervers. Also klar, mit den ganzen Steinchen und so volle Schräglage geht hier nicht, ne? Aber das Panorama ist ja der Hammer. Wow. Ja, gibt's das? Ich höre auf. Ich fahre jetzt da nicht. Das ist ja der Hammer, ich fahre da jetzt gleich unten lang. Das ist ja. Also wie im Film. Alter! Ich muss noch mal ein Foto machen jetzt. Ist ja echt nicht unglaublich. Ja, das dauert auch nicht mehr lang, dann sind die Steinchen hier weg. Dann kann man hier mal so ein bisschen mehr rappeln lassen in den Kurven, aber das ist ja jetzt. Also. Ich erinnere mich total an Kolumbien. Das ist ja wunderschön. Das war Kolumbien, als wir südlich aus Cali rausgefahren sind. So sah das da aus. Klar, da waren da noch so Bananenbäume und ein bisschen andere Vegetation auch noch, aber guck mal, wie grün das ist. Es ist ja Wahnsinn.
Und oben immer die schneebedeckten Gipfel. Das ist wirklich ein Traum. Und bis auf ein paar Ausnahmen ja fast kein Verkehr. Das ist ja das Wahnsinnige. Wahnsinnig cool. Also ich bin echt baff. Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Und hier schon neue Straße und gleich mal weggespült. Ach du Scheiße, hey. Ja, ich glaube, das ist halt das Problem, ne? Die Straße müsste man dann halt auch an den Seiten verstärken. Wenn man das halt nicht macht, ja, dann bringt einen die neue Straße auf Dauer nicht so viel. Aber im Moment erstmal genießen. Ist ja wie eine kleine Achterbahn für die Susui und mich hier gebaut. Nur für uns. SH34. I love you. Oh wow. Dem Verbindungsstück nach Peshkopi. Auch hier wieder sagenhafter Offroad-Spaß. Es macht richtig Bock, hier lang zu fetzen. Man muss ein bisschen aufpassen mit dem Vorderrad hier. Was dann doch ein bisschen rutschig ist ohne Stolle. Aber alles noch im grünen Bereich. Und hier schöner Fluss lang. Boah, ist doch toll, oder? Erzähl mir mal einer was hier, dass Albanien nicht Spaß macht. Ja, ja, auch das ist hier Albanien, ne? Gediegener Luxus nebst Holzbrücke mit Bretterverschlag. Aus dem 18. Jahrhundert wahrscheinlich, was der Rostzustand des Geländers wohl vermuten lässt. Hier ist irgendeine Hochzeit wahrscheinlich, wer weiß. Ja, ich bin jetzt schon wieder auf Asphalt unterwegs. Und das ist ja auf diesen kleinen Straßen, ich kann es gar nicht genug ausdrücken, macht dieses Motorrad so verdammt Spaß. Also Offroad klar, aber auch hier, ne? Also wenn du hier im A-Modus aufreißt, da geht die sowas von giftig nach vorne. Dass, um Spaß zu haben, man echt kein leistungsstarkes Motorrad braucht. Letztendlich entscheiden ja dann die Kurvengeschwindigkeiten und die liegen ja echt am Piloten, ne? Da ist ein Kind gefahren! Da ist ein Kind gefahren! Alter! Was ist da los? Ist echt, Albanien ist so geil. Ich meine das jetzt echt. Da saß ein Kind hinterm Steuer und hat gegrinst. Ist einfach Auto gefahren, ne? Einfach mal Fahrstunde mit 8 Jahren auf öffentlicher Straße. Ja. Ja, kann ich früh genug üben, ne?
Das wird bestimmt mal ein albanischer Michael Schumacher.